Hallo, hier ist wieder Bernd von eurem Saxophon-YouTube-Channel. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute machen wir weiter, zweiter Teil von dieser Serie mit dem Smooth Jazz-Stück oder Smooth Instrumentalstück. Heute geht es um Improvisation. Wie kann man über so ein Stück improvisieren? Und dazu gucken wir uns erstmal die Impro-Teile an, die es in dem Stück gibt. Ja? Ich gehe mal hier hin. Also, ich mache es heute wieder mit dem Altsaxophon. Wenn ihr Tenorsaxophon spielt, könnt ihr euch die Note runterladen und könnt es alles auf dem Tenorstück, auf dem Tenorsheet könnt ihr das verfolgen. Das ist einfach unten dran. Ne? Hier ist Tenor zum Beispiel. Ich zeige es jetzt fürs Altsaxophon. Ich rede natürlich jetzt, wenn ich über Akkorde rede, mit den Altakkorden. Wenn ihr Tenor spielt, müsst ihr das eben transponieren. Müsst ihr gucken, wenn ich dann E-Moll sage, dann ist das beim Tenorsaxophon zum Beispiel A-Moll, also eine Quarte höher. Ne? Gut. Jetzt gucken wir uns mal an, welche Soloteile sind in dem Stück. Also es gibt den ersten Soloteil nach der Melodie, gibt es diesen Teil hier. Und da seht ihr, das ist eigentlich mal ganz einfach, das ist E-Moll und C Major 7. Immer im Wechsel, 2 Takte lang und das Ganze 16 Takte. Bevor dann diese Bridge kommt, da sind die Akkorde ein bisschen anders, also da kommen noch ein paar dazu. Aber erstmal haben wir immer nur E-Moll und C Major 7. Ist easy, ne? Die Akkorde und die Akkordtöne gucken wir uns gleich an. Jetzt gehen wir mal weiter. Nach dem ersten Soloteil kommt dieses Unisono-Interlude, seht ihr hier, also wo ihr da auch mitspielen könnt, ne, mit dem Bass und so. Dann gibt es einen neuen Soloteil, das sind 4 Takte, die sich wiederholen, insgesamt 4 mal 4 Takte. Da gibt es ein paar neue Akkorde drin, das schauen wir uns wahrscheinlich später auch nochmal an. Heute geht es hauptsächlich um den ersten Soloteil mit diesem E-Moll und C Major, da werden wir ein bisschen mit üben. Das können wir vielleicht, wenn wir Zeit haben, noch mal kurz ansprechen und die Akkorde und Akkordtöne durchgehen. Und dann sage ich euch auch noch ein bisschen, wie ihr hier rüber spielen könnt und so weiter. Am Schluss von diesem Teil geht es wieder in die Melodie, also Dal Segno hier hoch, da. Und dann geht es in die Coda runter. Die Coda hat noch mal so ein paar Kicks hier drin und am Schluss gibt es noch einen kleinen Soloteil. Der ist aber wie der erste Soloteil mit E-Moll und C Major 7 im Wechsel. Ja, das ist erstmal so die Form. Wenn ihr jetzt gar keine Ahnung hättet, vielleicht habt ihr auch gar keine Ahnung, muss man das gar nicht annehmen, es ist einfach so, wenn ihr jetzt gar keine Ahnung hättet von Harmonien, von Tonleitern und würdet gern über ein Lied improvisieren, was könnt ihr da machen? Was würdet ihr machen? So, das ist der Ausgangspunkt, das machen wir jetzt mal. Ich sage ja immer meinen Schülern, wenn ihr gar nicht wisst, was da die Akkorde bedeuten oder wenn ihr nicht wisst, welche Tonleiter da passen, dann schaut euch als erstes mal die Melodie an. Ja, guckt mal, was die Melodie macht. Und es ist jetzt nicht so, dass man jetzt mit der Melodie improvisieren soll. Das gebe ich auch immer als Tipp. Nehmt euch mal die Melodie und spielt mal ein bisschen um die Melodie rum. Das machen wir aber jetzt nicht. Wir machen jetzt Folgendes. Wir gucken uns mal die Melodie an. Gucken uns die Töne an, die da drin stecken. Und die Töne nehmen wir und bauen da mal eine Tonleiter draus. Ja? Ich habe euch auch wieder ein Übungsblatt hier dazu gemacht. Das ist noch nicht in der ersten Version des PDFs zum Runterladen, aber ich mache das jetzt dazu. Und falls ihr das erste PDF schon runtergeladen habt, mache ich noch einen Link unten dran in dieses Video, wo ihr nur das Übematerial runterladen könnt. Ja? Das gibt es direkt. Und jetzt gucken wir mal diese 2 kleinen Melodieteile hier. Ja, das erste ist das hier. Ja, ich spiele es mal vor. Ja, da haben wir die Töne drin. H, D, E, Fis. Das E wird wiederholt. Ne? Ich habe die mal hier hingeschrieben. Also wir haben die 4 Töne H, D, E und Fis drin. In der Melodie, erster Teil. Der zweite Schnipsel dieser Melodie ist so. Ja, da haben wir die Töne drin H, D, E, A und G. Und A und G wird wiederholt. Ja? Habe ich hier hingeschrieben. Und jetzt bauen wir einfach mal eine Tonleiter aus diesen Tönen hier, aus den 2 Takten. Der tiefste Ton, den wir haben, das ist das G. Dann kommt ein A. Dann geht es weiter mit H, D, E. Sind hier auch drin. Und oben noch ein Fis. Ja? Die habe ich jetzt mal hier hingeschrieben, vom D ab. D, A, H, G, vom G ab. G, A, H, D, E, Fis und oben wieder das G. Also der Grundton wieder oktaviert. Ja? Jetzt können wir das mal spielen.
Vielleicht, wenn ihr das kennt, dann merkt ihr schon, guck mal hier, die ersten 3 Töne und dann noch die 2. Also die ersten 5 Töne hier, das ist eine Dur-Pentatonik in G. Ja? G-A-H, D-E ist eine Dur-Pentatonik. So, jetzt haben wir aber noch einen Ton dabei und zwar hier ist noch ein Fis da oben drin. Das Fis ist auf G bezogen, auf eine G-Dur-Tonleiter bezogen, ist das die Major 7, die große Septime. Ja? Und vielleicht seht ihr auch schon, diese Tonleiter, die ist fast wie eine G-Dur-Tonleiter, da fehlt nur ein Ton, das C hier, das fehlt. Und dann könnte man sagen, okay, ist eine G-Dur-Pentatonik plus diese Major 7 hier drin. So, haben wir schon mal ein bisschen Material zum Spielen. Jetzt merkt ihr aber auch vielleicht, okay, das Lied ist jetzt nicht gerade ein Dur-Lied, das ist ein Lied in Moll. Es geht los mit einem E-Moll, ja, E-Moll kommt immer, es hört auch auf mit einem E-Moll und so. Ne? Das ist eigentlich ein Mollstück. Jetzt kommt ein bisschen Theorie. Es gibt zu jeder Dur-Tonleiter oder Dur-Tonart gibt es auch eine Molltonart, eine parallele Molltonart. Und wenn wir hier G mal in der Tonart hier haben, oder diese Tonleiter, das ist die Dur-Tonart, da ist die parallele Molltonart E-Moll dazu. Ja? Und jetzt können wir einfach diese Tonleiter, die können wir einfach bei E beginnen. Und dann haben wir eigentlich die gleichen Töne, bloß von einem anderen Ton angefangen. Ja? Also die G-Dur-Pentatonik ist gleichzeitig die E-Moll-Pentatonik. Diesen Extraton nehmen wir auch noch mit rein, das Fis. Und dann haben wir hier die E-Moll-Pentatonik plus dieses Fis. Das Fis auf E bezogen ist die 9, die None. Oder auch der zweite Ton der Tonleiter. Die None und die 2 sind die gleichen Töne. Ne? Man schreibt es manchmal mit Akkordsymbolen, schreibt man nicht die 2, sondern die 9. So eine Regel. Ja? Okay, jetzt haben wir schon mal Material. Ja? Jetzt spielen wir das noch hier von E-Moll. So. Und jetzt können wir schon mit dieser Menge an Tönen, mit dieser kleinen Tonleiter, da können wir schon improvisieren. Ich habe jetzt das Playback habe ich mir in eine App reingeladen, die heißt AnyTune. Vielleicht habt ihr da schon mal was von gehört. AnyTune ist eine sehr gute App, um Sachen zu üben. Das, was die kann, die App, sind zwei Sachen, die sie gut kann. Man kann Stücke aus dem Playback zum Beispiel oder aus dem Lied, was man lernen will, kann man Stücke loopen, also in Schleife immer wiederholen lassen. Und man kann das langsam machen und schneller machen, langsamer und schneller spielen. Meistens ja langsamer, wenn man üben will. Also man macht aus dem Playback ein Übetempo. Noch eine dritte Sache, man kann auch die Tonhöhe verändern. Also man kann das Lied quasi transponieren, ein paar Töne höher, ein paar Töne tiefer. Ne? Das geht immer so Halbtonschritte hoch oder runter. Diese Funktion, die braucht man eigentlich nicht so häufig. Ich bin immer dafür, dass man die Stücke im Original lernt, auch wenn sie manchmal in schwierigen Tonarten vorkommen. Aber ich bin nicht dafür, dass man, wenn die Tonart irgendwie unbequem ist, dass man das sich in eine leichtere Tonart transponiert. Das ist eigentlich keine gute Art, um eben zu lernen. Wenn es schwierig ist, wenn ich jetzt ein Originalstück von, was weiß ich, ein Popsong, manchmal diese Popsongs sind in Fis oder in H oder in einer Tonart, die nicht so gut liegt auf dem Saxophon. Und wenn ich mir die einfach jetzt einen halben Ton höher nach G transponiere statt in Fis, dann mache ich es mir einfach. Ne? Dann lerne ich natürlich nicht in dieser Tonart zu spielen. Also das kann die App auch. Sehr praktisch und ich habe jetzt dieses Playback nach AnyTune hochgeladen in meine App rein und habe diesen Solo-Teil geloopt. Jetzt können wir einfach über diesen Solo-Teil so oft wie wir wollen spielen. Es läuft immer in Schleife, wenn es am Ende ist, geht es wieder zurück. Und wir haben immer nur diese Akkorde E-Moll und C Major 7. So, viel erklärt. Jetzt machen wir das mal, wir spielen da ein bisschen drüber und wir machen das so, wir spielen abwechselnd. Ich fange an, ich spiele 4 Takte, also 2 Takte E-Moll, 2 Takte C Major und ich bediene mich jetzt erstmal nur an Tönen dieser Tonleiter. Ich spiele vielleicht am Anfang mal die Tonleiter hoch und runter, bleib schön brav hier in der Tonleiter, in der Reihenfolge. Dann spiele ich vielleicht ein paar Sprünge rein, das heißt, ich spiele nicht immer brav Ton für Ton, von unten nach oben, von oben nach unten, sondern ich spiele vielleicht vom E mal aufs G, aufs H, dann wieder zurück aufs A. Ne? Ich springe ein bisschen rum.
Und das andere, was ihr machen könnt, ihr könnt natürlich auch doppelte Töne spielen. Ihr müsst nicht immer ständig den Ton wechseln. Ihr könnt auch auf einem Ton bleiben und den ein paar Mal spielen. Ja, sowas. Und das nächste, was ich noch sagen wollte, ihr könnt alles entspannt mit Ruhe spielen. Und hört euch auch selber mal zu, was ihr macht. Ja? Das bedeutet, ihr müsst nicht in vollem Stress ganz viel spielen, ganz viele Noten, sondern ihr könnt auch mal einen Ton halten oder eine Melodie spielen mit langen Noten. Ne? Einfach mal ein bisschen genießen, wie das klingt auf dem Akkord, wie das klingt. Die Akkorde sind eigentlich sehr, also wenn ihr diese Tonleiter spielt, könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. Ne? Ihr spielt bestimmt dann nichts, wo ihr denkt, das klingt aber komisch. Das passiert einfach nicht, ja? Weil die passen alle. Und dann könnt ihr euch total entspannt zurücklehnen und lange Töne spielen und die einfach mal ein bisschen genießen, den Klang genießen, wie die klingen auf dem Akkord, den ihr gerade hört, und so ein bisschen erleben, ja, euch als schönen Solisten erleben, ja? Okay, das machen wir. Ich spiele immer 4 Takte, dann spielt ihr 4 Takte, dann komme ich wieder immer abwechselnd. Call and Response. Vielleicht kommt ihr auch auf ein paar Ideen, wenn ihr mich hört. Vielleicht habt ihr irgendwie eine Ahnung, was ich da gerade mache. Ihr könnt mir auch auf die Finger gucken. Okay, die Tenorspieler und die Sopranspieler, die können auch mitmachen. Ihr müsst bloß die Note vorher runterladen, weil ihr seht die ja jetzt nicht. Ihr seht ja nur die alten Noten. Vielleicht könnt ihr auch die Tonleiter einfach schnell auswendig lernen. Dann braucht ihr gar keine Noten. Genau, ihr könnt auch mitmachen, wenn ihr Lust habt. Okay, dann machen wir das mal, ja? Alright. Ich glaube, das hat funktioniert, oder? Ja, ich denke schon. Nicht so schwer. Das Schwere ist eigentlich, ein paar Ideen zu finden. Deshalb ist es gut, wenn man die Tonleiter wirklich so drin hat. Ne? Man muss die wirklich üben erstmal. Ihr müsst es nicht, aber es ist meine Empfehlung. Ihr könnt die erstmal üben. Und dann, wenn ihr wirklich wisst, wo ihr hingreift, ne? Ihr könnt die spielen. Vielleicht auch nicht nur in diesem Oktav-Range, wie es hier steht, sondern einfach nach oben weiterspielen, über das ganze Saxophon, über die ganze Saxophon-Range diese Tonleiter spielen. Ne? Und wenn das so in den Fingern ist, wenn ihr wirklich die Töne wisst, dann könnt ihr anfangen, Melodien zu denken. Ne? Ist der Kopf ein bisschen freier, um eben an Melodien zu denken. Okay, jetzt gucken wir uns mal kurz die Akkorde an. Wir haben ja nur 2 Akkorde in diesem Teil drin. Ja? Wir haben E-Moll und wir haben C Major 7. Jetzt habe ich euch hier mal die Töne von E-Moll hingeschrieben. E-Moll Dreiklang, ja, das bedeutet, da ist nur der Grundton, die Terz, die Mollterz und die Quinte. Wir können die mal spielen. So, das ist der Dreiklang E-Moll. Und wenn ihr jetzt einfach hier noch ein C unten dran schreibt, also ein C-Basston, dann habt ihr automatisch den C Major 7. Ihr seht, dieser E-Moll Dreiklang ist auch in C Major 7 mit drin. Es ist nur unten ein Bass noch dabei, das C. Ja? Und selbst wenn ihr E-Moll 7 spielt,
Das ist der hier. Das ist der Dreiklang plus die Septime oben, die kleine. Da ist noch ein D oben drin. Ja. Selbst wenn ihr den nehmt und unten noch ein C macht, hier zum Beispiel, dann habt ihr auch ein C Major 7 plus noch die None oben drauf. Ja. Das klingt ein bisschen raffinierter, ist aber auch ein C Major 7 plus die 9. Ja. Man schreibt es oft hier C Major 9, ist aber eigentlich ein C Major 7 9. Ja. Okay, das haben wir jetzt erstmal. Jetzt können wir auch noch einen Versuch machen und wir spielen jetzt die Akkordtöne in diesem Solo. Ja, ich mache das jetzt gleich nochmal an, das Playback. Und da probieren wir mal einfach mit den Akkordtönen ein bisschen zu spielen. Das war jetzt dieser E-Moll 7. Dann habe ich einfach von unten nach oben gespielt und dann wieder runter. Und das waren dann schon 2 Takte im Playback. Danach kommt dann der C Major 7. Ja, und das immer im Wechsel. Ja, das können wir zusammenspielen. Wenn ihr Lust habt, dann macht da mal mit. Okay, probieren wir das mal. Und jetzt kann man das kombinieren. Jetzt könnt ihr die Tonleiter mit den Akkordtönen kombinieren. Das müsst ihr für euch zu Hause mal ein bisschen ausprobieren. Es tut mir leid, wenn man das jetzt hört. Ich habe hier eine Baustelle vor der Tür und da wird ein Haus abgerissen. Das ist spektakulär. Ich habe sowas noch nie gesehen vorher. Die fahren da eben mit so einem riesen Bagger fahren die da rum. Das hört ihr jetzt wahrscheinlich quietschen, ne? Ja, also gibt immer was Neues hier. Genau, ihr könnt es kombinieren, den Akkordtöne und auch die Tonleiter. Ihr müsst natürlich immer gucken, wo ihr seid. Ne? Wenn C Major kommt, müsst ihr natürlich C Major spielen. Aber die Akkordtöne sind ja bei beiden fast gleich, ne? Bei beiden Akkorden. So. Jetzt machen wir noch was Neues. Und zwar zeige ich euch auch nochmal die Blues-Tonleiter hier. Die können wir auch benutzen. Und zwar können wir die benutzen im zweiten Teil. Im zweiten Solo, genau, das habe ich hier gezeigt. Ich muss mal hochscrollen. Ne? Ihr habt nach diesem Unisono, nach diesem Interlude, da habt ihr noch einen kleinen Solo-Teil hier. Das sind Akkorde, die klingen so ein bisschen wie der Anfang, das Intro von Just the Two of Us. Genau, das kennt ihr, dieses Ding hier. Ja, und der erste Teil, dieser erste... Das sind genau diese Akkorde, die ihr da seht. Ich weiß nicht, ob es die gleiche Tonart hat. Ich habe das jetzt nur mal in der Tonart, in der es hier ist, gespielt. Aber wenn man das hört, dann erinnert man sich ein bisschen an dieses Just the Two of Us im Intro. Ja? Und über diese Akkorde hier, da könnt ihr eine Blues-Tonleiter spielen. Das funktioniert super. Das können wir gleich auch nochmal kurz ausprobieren. Ja, die Blues-Tonleiter, wir sind ja in E-Moll. Blues-Tonleitern sind auch Molltonleitern, ne? Die gehen so, da spielt ihr diese Pentatonik, die Mollpentatonik. Hier war es ein bisschen verändert mit diesem Fis dabei, ne? Das lassen wir jetzt gerade mal weg, um es zu erklären. Also ihr habt diese Mollpentatonik, E, G, A, H, D und A. Das ist die Mollpentatonik. Die E-Moll-Pentatonik. Und um eine Blues-Tonleiter draus zu machen, brauchen wir noch einen Ton zwischen dem E und dem H. Da ist noch ein B drin.
Diesen neuen Ton, den wir da einbauen, nennt man auch die Blue Note. Das klingt so ein bisschen schief, das klingt blue, sagt man, ja. Die Terz ist eigentlich auch eine Blue Note. Ja, das kann man mal nachlesen. Das könnt ihr nachlesen, wenn euch das interessiert, wo das herkommt. Es entsteht eigentlich, die Bluestonleiter entsteht eigentlich aus einer Durtonleiter, die man so ein bisschen vermollt, weil früher es kommt ja alles aus so Bluesgesängen und da haben die eben immer diese Töne so ein bisschen gezogen, ein bisschen ins Moll gezogen und deshalb waren das die Blue Notes. Ne? Und diese Mollterz ist eigentlich auch eine Blue Note. Ne? Aber für uns ist es die Mollterz und hier die einzige Blue Note ist dann hier das B. Genau, ich kann das mal anmachen, das Playback, und dann kann ich das mal demonstrieren. Okay, jetzt spiele ich das mal ein bisschen vor. Erst kommt dieses Interlude, dieses und dann kommt dieser neue Solo-Teil, der zweite, und da spiele ich ein bisschen mit der Bluestonleiter drüber. Könnt ihr sehen, das passt ganz gut. Oder auch die Mollpentatonik passt da auch ganz gut, aber die Bluestonleiter passt eigentlich noch ein bisschen besser. Ja? Okay. So, ja, war ein bisschen viel Action jetzt. Ne? Ich habe ziemlich viele Töne gespielt. Ich hoffe, du hast gehört, dass es ein bisschen Bluestonleiter war. Also ich habe immer diese Blue Note halt dabei gehabt. Jetzt ist es natürlich auch nicht schlecht, wenn man ein bisschen mit der Bluestonleiter ein bisschen weiß, wie man da hin und her spielt, also ein paar Blues-Licks vielleicht drauf hat. Das einfachste Lick, was es gibt, ist immer von der Blue Note einfach nach unten spielen. Ja, ich fange bei der Blue Note an. Komischerweise klingt die Bluestonleiter abwärts gespielt, von oben nach unten immer irgendwie besser. Ja, finde ich, für meine Ohren ist es so. Ja, vielleicht, weiß nicht genau, warum das so ist, aber ja. Kommt immer was Besseres raus, wenn man die abwärts spielt. Ja? Ich freue mich immer, wenn ihr zuschaut. Genau, jetzt ist der Moment, wo ihr den Kanal abonnieren müsst. Ich sage immer müssen, ihr müsst es natürlich nicht, aber es wäre schon sehr praktisch, ja, wenn ihr das macht. Also ich warte so lange, macht das mal, klickt unten auf Abonnieren, da unten den Knopf und dann am besten noch auf dieses Glöckchen-Symbol, damit ihr immer eine Nachricht bekommt, wenn ich ein Video hochlade. Okay, ich warte so lange. Ja, okay, super. Dann vielen Dank fürs Abonnieren. Sehr, sehr gut. Ja. Wenn ihr Lust habt, schreibt mir unten einen Kommentar rein. Schreibt mir, ob ihr mit diesem Zeug, was ich euch da gebe, ob ihr damit üben könnt. Wie euch das gefällt, ob es zu schwer ist, zu leicht. Oder auch Anregungen. Ihr könnt mir gerne was reinschreiben, was ich machen soll. Vielleicht habt ihr eine Idee. Ich habe jetzt natürlich nicht komplett hier alle Akkorde besprochen. Das gibt dann, keine Ahnung, eine halbe Stunde Video so. Das ist viel zu viel. Ich habe mich jetzt mal beschränkt auf eine Tonleiter und eben die 2 wichtigsten Akkorde da oben, weil das langt auch einfach zum Spielen. Ja? So diese ganzen Funk-Sachen, wenn ihr da mal diese ganzen berühmten Funk-Saxophonisten hört oder Saxophonistinnen wie die Candy Dalfa oder Dave Koz oder ja, was gibt's noch? Maceo Parker. Das sind so Typen, die spielen sehr oft spielen die mit Pentatonik. Die haben natürlich, also ich spiele nicht nur Pentatonik, das ist jetzt auch ein bisschen, das stimmt nicht, ja, aber
Die spielen sehr viel, wenn es um Funk geht, immer Pentatonik und so. Ja. Da gibt es dann natürlich noch so ein paar Jazz-Akkorde mittendrin, wo die dann auch noch die ganzen Tensions da abfeiern. Aber es ist sehr viel Pentatonik und es klingt halt gut. Ne? Wenn man mit der Pentatonik und mit ein paar guten Licks improvisieren kann, es klingt einfach cool. So ist das. Es gibt noch ein drittes Video in der Reihe. Das mache ich in ein paar Tagen, vielleicht in 2 Tagen oder so. Haltet mal Ausschau nach dem Video. Da machen wir ein bisschen diesen Smooth Jazz Style. Also wie spielt man die Melodie, dass es ein bisschen cooler klingt? Was gibt es für Verzierungen? Ein bisschen Banding, ein bisschen Vorschlagnoten von oben, von unten. Wie macht man das? Wie klingt es eben gut? Okay, gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Gebt mir gerne ein Like, wenn euch das Video gefallen hat und abonniert den Channel natürlich. Und dann sehen wir uns bald im nächsten Video. Macht's gut, euer Bernd. Bye bye. Ciao.